'cause your stare won't ever let me go. I'm here only 'cause I'm aware with you is better than all alone. Oh, 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 say what you're dying to say. No, 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 oh, oh, tonight we're stars but we'll fade away. Go on and light me up, oh, go on and light me up while we're golden. Come on and light me up, oh, come on and light me up before we come down. Stars will always come down, so before we come down, down, down. Go on and light me up, oh, go on and light me up while we're golden. Come on and light me up, oh, come on and light me up before we come down. Playing with fire, everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day. 'Cause we were never meant to be. It feels good, a new beginning. We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum
Hallihallo. Ich hoffe, bei euch ist schönes Wetter. Nicht zu eisig. Also ich habe Sonnenschein bei minus 6 Grad. Eigentlich ganz angenehm. Aber ich weiß, es sieht auch woanders anders aus. Es ist glatt und schneeig und nicht schön. Und deswegen hoffe ich mal, dass alle unverletzt durch diesen Winter kommen. Wobei, mich einmal auf den Hintern gesetzt habe ich auch schon. Ich glaube, das bleibt keinem erspart dieses Jahr. Oder letztes dieses Jahr. Den Winter halt. Ja. Ich dachte, ich spiele heute noch mal ein bisschen Weiß weiter. Wir wollen ja irgendwann mal ins Bonuszeug. Und mein Kater steht gerade. Also kann man das ausnutzen. Wobei, wenn ich irgendwas mit Controller spiele, geht das ja. Tastaturspiele werden eher problematisch, wenn der Kater wach ist, weil der läuft mir dann dauernd über die Tastatur. Ich glaube, das ist eher hinderlich. Ja. Ich würde auch sagen, wir fangen labern gar nicht mehr so lange. Viel zu erzählen habe ich sowieso nicht. Und machen einfach weiter. Also Musik aus. Stille. Und ab ins Spiel. Habe ich den Ton angemacht? Ja. So. Nicht, dass man hier wieder ohne Spielton spielt, weil ich das dauernd vergesse. Ich dösbaddel. Ich sehe gerade, ich sollte meinen Monitor mal wieder sauber machen. Wenn ich mich immer frage, wie man den so dreckig kriegt. Ah ja, wir waren auf Lenekes angekommen, ne? Gerade so. Jetzt können wir hier noch mal kurz das anhören. Hi Retro! Tell me, Dohalim, has that skill of yours got a name? Wie geht's dir? And what skill would this be, pray tell? Wie ist das Wetter bei dir? You know, when you're talking to people around town, the way they suddenly become putty in your hands. I'm afraid I don't quite follow. I do. It's called friendly intimidation. Look imposing and speak in a deep, booming voice, and presto, you'll have people wrapped around your finger in no time. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder. So there is a knack to it! How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master? Let's see. An obsession with being elegant is a must. Oh, and it helps to be old-fashioned, too. Bonus points if you speak in a way no one can understand. If you've a bone to pick with me, it'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you, that's all. I'm just helping them along. Hey! What's got into Alvin and Law all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? Was it something they ate? I hope you're willing to take the blame for this one. I wasn't expecting them to take me so seriously. Ja, I'll go PlayStation, and halt die have a word Klappe. with them. Es geht dir gut und ihr habt 5 Grad. Sogar Plusgrad, okay. Wie gesagt, hier ist Sonne, aber minus 6 Grad. Wobei, vielleicht ist es auch mittlerweile schon wärmer geworden, weil wir echt den ganzen Tag Sonne haben. Aber heute Morgen war minus 6. Von daher... Interessant. Was mache ich hier eigentlich? Moment. Das. So, jetzt aber. So, was haben wir vor? Was müssen wir tun? Ich muss erstmal wieder die Steuerung reinkriegen. Und irgendwie ist hier meine Kabellage total vertüdelt. Ah. Ich weiß auch nicht warum. Naja,
Wobei, ich guck mal meinen Kater an. Vielleicht ist der schuld. So. Finde den Eingang zur verbotenen Zone. Untersuche den Hauptbereich des Tempels. Mit denen haben wir schon gequatscht. Wir sind hier stehen geblieben einfach, ne? Wir haben halt eingequatscht, glaube ich. Warte mal. Es ist definitiv zu lange her. Ja, hier ist kein Reinkommen. Okay. Geistertempel. Aber nicht von Lenegis, oder? I'm lost. Aber es wird schon. With nobody left to run the show, I wonder what the people here are supposed to do. I mean, they're sovereigns up on the Renin homeworld, and all their lords were sent to Dana. But Dohalim was a lord, right? Only current acting lords have power. Renin society is quite strict about such matters. Even if the other lords were still around, I doubt they'd be able to do much about the situation. I wonder what they'd think if they were here to see Lenegis now. So. Boah. Jetzt habe ich aber meinen Vitamin-Haushalt heute erstmal wieder aufgefüllt. Ah. Banane, Kiwi, Smoothie. Und Beschuss Honig. Aber irgendwie war die Kiwi heute besonders sauer. Also, Ganabelt, Almadria, and Volron. Now that I think of it, aside from Dohalim, we know next to nothing about the other lords. Well, yeah, why would we? To us Danans, they were just enemies we needed to overthrow. Nothing more. I know. But seeing Renins in their own city, going about their day-to-day lives, it gets you thinking. It feels strange to imagine the lords living here too, you mean? Yeah, a little. If you're that curious about them, why not try inquiring with some of the locals? Every lord in their household has their share of supporters here on Lenegis. And luckily for us, the people here are unaware of the events on Dana, which means they should be more inclined to talk to us. Okay, also wieder rumlaufen und alles abquatschen. Ah, okay. Dann gehen wir jetzt mit den Leuten quatschen. Ihr wollt wissen, welchen Lord ich unterstütze? Wieso? Werbt ihr um Unterstützung für jemanden? Ich stehe auf Seiten seiner Exzellenz Irvus Tel Dailis. Ihr kennt ihn vermutlich besser als Lord Balsev. Ich weiß, dass ihn viele für einen Haudegen halten. Glaubt mir, ich weiß, dass er ein aggressiver Mann sein kann. Diesen Leuten ist jedoch nicht klar, wie sehr er sich um die Mitglieder seines Hauses kümmert. Es ist durchaus so, dass Haus Dilis wenig Ansehen genießt. Die von uns, die ihm dienen, geben das bereitwillig zu. Aber seine Exzellenz verteidigt uns gegen jeden, der uns schaden will. Das ist gewiss.
Seine Bemühungen im Kampf um die Krone dienen nicht nur seiner Familie. Er will damit den Stand jedes Mitglieds seines Hauses verbessern. Ich verdanke seiner Exzellenz so viel. Ich würde es nie erträumen, einen anderen Lord zu dienen. Nun, der ist tot. Balsef had it in him to care about someone other than himself? Really? It's possible. A change in position can do much to alter one's perspective. So even he might have had something he wanted to protect. Dohalim, ihr seid zurückgekehrt. Ah, und wie ich sehe, brachtet ihr Gehilfen mit. Erinnert ihr euch an meine Wenigkeit, mein Lord? Gewiss doch, ja? Ich unterstütze nicht nur das Haus Ikaras, sondern auch seine Lordschaft persönlich. So sehr, dass ich meine Wertschätzung seiner Lordschaft mit jedem zu teilen ersuche, der mir Gehör schenkt. Wie es sich ergibt, plane ich, meine ausführlichen Schriften zu diesem Thema durch eben dieses Terminal zu publizieren, auf das jeder lese. Doch seit die Kabel nach der jüngsten Aufruhr durchtrennt wurden, konnte ich sie noch nicht hochladen. Ich weiß, da ihr mich gerade persönlich beehrt, lese ich sie euch einfach vor. Es gibt einen famosen Mann, dessen Attraktivität nur von der Schönheit seiner Worte übertroffen wird. Jede Silbe ein Gedicht. Er entstammt dem rühmlichen Hause Ikaras und trägt den Namen Lord Dohalim. Musik ist seine Passion, die Künste seine große Liebe. Der gemeine barbarische Pöbel seines Landes erblasset angesichts seiner Herrlichkeit. So vollendet und majestätisch ist eine Haltung, der bloß Gedanke daran versetzt mich in höchste Ekstase. Sobald er unser Herrscher wird, soll für Rena eine neue Blütezeit anbrechen. Eine Ära des Wohlstands für unsere große Zivilisation. Bis dieser glorreiche Tag kommt, werde ich auf ewig für seinen Sieg beten, ob morgen, Mittag oder Abend. Nun, was denkt ihr, mein Lord? Ich schüttete mein ganzes Herz aus, um euer Wesen angemessen wiederzugeben. Moment, ich vergaß völlig die Vorliebe seiner Lordschaft für das Sammeln kostbarer Artefakte zu erwähnen. Ich muss die Zeit nutzen, in der die Verbindung getrennt ist, um meine Versäumnis beheben. Nun dann ist mein Meisterwerk vollendet. I guess she intended to spread it throughout all of Lenegis then. Good thing the lines were down so she couldn't. It almost sounded like she was praising them too. Maybe there was more to the guy than at first glance. I shall refrain from commenting. Er verkneift sich jeden Kommentar. Wundert mich nicht. So. Wo haben wir denn den nächsten? Da nicht. Unerhört, dass jemand versuchen würde, mich vom Haus Valkyries abzubringen. What? Hä? Was wollt ihr? Sagt mir nicht, dass ihr für Lord Dohalim arbeitet oder diese schreckliche Almedria, oder? Nicht? Na, jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Um eure Frage zu beantworten, meine Familie unterstützt seit Generationen Haus Valkyries. In der Tat, ich tue, was ich kann, um Lord Garnabel hinter den Kulissen zu unterstützen, damit er siegreich hervorgeht. Viele halten ihn für einen grausamen Menschen, aber ich bin überzeugt, dass sie sich irren. Ich leugne nicht, dass er streng sein kann, aber er stellt Renas Interessen vorn an wie kein anderer. Ja, er wirbt sogar dafür, dass wir Dana kolonialisieren und unseren Horizont erweitern sollten, statt in Lenegis zu bleiben. So werden wir Herren beider Welten und sind auf Danas Oberfläche keine Minderheiten mehr. Deshalb möchte er der nächste Herrscher werden. Sagt mir, könnte es höhere, edlere Motive geben als das? Ich meine nicht. Es ist ein Streben nach Macht für den Fortschritt aller Renäer. Das macht ihn zu einem so beispielhaften Lord, einem Vorbild für alle. Obwohl ich ihn selbst nicht begleiten durfte, hatten meine beiden Söhne das Privileg, mit ihm auf die Oberfläche zu kommen und sind wahrscheinlich auch tot. Als Vater erfüllt es mich mit endlosem Stolz. Ganabelt was so horrible to people. Yet he was invested in helping Rena succeed. Doesn't that seem just a little inconsistent?
I'm perhaps biased in this matter, I admit. However, in my mind, while all lords vie to become the next sovereign, they're also meant to serve as guardians of all of Rena. It seems like Ganabelt also had people he cared about until the very end. So why couldn't he extend that to us Danans? Ja, müssen jetzt weiter, ne? Ja. Laufen wir weiter durch Lenegis und erforschen es. Da haben wir auch gleich die nächsten, die wir noch anquatschen können. This area doesn't look as badly damaged as that other district we went through. Indeed, the effects of Lenegis's transformation appear to be less pronounced here. Or, viewed another way, this area was simply luckier. Pardon me. Dieses Gebiet unterliegt der alleinigen Jurisdiktion von Haus Keniris. Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts ahnt über unser berühmtes Haus zu sein, beherrscht vom geschätzten Lord Amedria? Falls doch, rufe ich euch an, gut zuzuhören. Nun, ihr solltet so oder so gut zuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Lenegis nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Amedria räumte alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Sie stürzte nicht nur ihren Vater und vorherige Familienanführer, sondern entfernte auch ihren älteren Bruder, um den Thron selbst zu besteigen. Ganz tolle Frau. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord Amedria ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über ganz Lenegis anbrechen. Sie ist tot. Her willingness to stoop to any low came from a survival of the fittest worldview. And some people here not only shared her belief, but championed it as morally right. Ich versuche immer, mich irgendwie so hinzustellen, dass man das lesen kann, wenn die so Gespräche führen. So. Weil ist ja sonst ein bisschen doof. Hä? Ach, das ist da. Okay. Hey, it's that ingredient. Yeah, the one for that recipe. You always have an eye for food. Ach ja. Ridiculous. Ha, geradezu abscheulich. Ha? Ach, ich habe gerade nur etwas über Wohlrang gelesen. Kann ich euch helfen? Okay. Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Uwagil Hildris. Wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben, wohl noch immer. In meinen Augen ist Lord Uwagil der wahre Wasserlord. Ich glaube keine Sekunde daran, dass er bei einem Unfall starb, wie es heißt. Und was Wohlrans Herrschaft über Gunnar Paris angeht, ich mag gar nicht dran denken. Er versklavt nicht nur Denea, sondern auch Renea. Ach, das wissen die, ja? Okay. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Und außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus in Serie überhaupt sein? Bis er auftauchte, hatte ich noch nie davon gehört. Das kann nur bedeuten, dass er zum niedersten Pöbel der Gesellschaft zählt. Dass eine derart gemeine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn. Ganz zu schweigen von Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk?
It seems like the people on Lenegis don't really know much about Volron either. I remember being quite surprised when the Lord of Ganath Harrows changed so abruptly. Didn't you have any doubts that something suspicious was going on? On the contrary. Remember, we Renans are raised to accept everything at face value. When you think about it, the families of Renan lords must see them differently than the rest of us. Yeah, despite the brutality they're known for. They must have had a lot on their shoulders, carrying all the weight and responsibilities of Renan society. Renans live in a world where strength and power determine their position in the social hierarchy, so they tend to grow up fiercely competitive. But their loyalty to their people is also strong. It's what brings them together against outside forces, and nothing exemplifies that more than the Lords. That's what makes them the guardians of all of Rena, so to speak. Right. It's the same reason Balsef hated my guts, and Ganabelt went after you. Because we're threats to Rena. Guess that makes you an even bigger oddball than we thought. So, Alphen, have you gained anything from all of this? Yeah. I think it's made me realize that the Lords were all people, too. Balsef and the others, they all had their own circumstances to deal with as they went through life. Yeah, but still, just because they had loved ones in their lives doesn't mean... I know. What they did was horrible. I'm not trying to dispute that. But at the same time, they weren't incomprehensible monsters either. They were individuals, just like the rest of us. So I guess what I'm trying to say is... You're saying that they weren't bad because they were Renans, or because they were terrible monsters. Even if they did terrible things, they were still just people. Renwell. Am I wrong? Not at all. Being a Renan doesn't Oh, make man. you a good person. And being a Renan doesn't make you a bad one. I think that's something we've all seen. Shion and Dohalim definitely make a good case for it. And I'm going to keep doing my best to make sure I earn that trust. As a fellow human being above all else. Ja, gebt mir noch mehr Geld. Aber warte mal, wo ich das gerade gesehen habe. Ich kann ein paar Fertigkeitspunkte vergeben. Verteidigung. Kriegt Dualem auch noch was? Bin ja mal gespannt, ob ich es diesmal schaffe, alle freizuschalten. Wir das noch mit rein und das. So.
Hier muss ich noch welche freischalten, aber ich habe auch noch nie alle Quests erledigt. So, bei Kisara fehlt ja auch noch so viel. Aber da muss ich auch mindestens noch angeln für. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das mit dem Angeln. Und jetzt aktuell kann ich ja sowieso nicht switchen, wie ich will. Dementsprechend müssen wir erstmal ein bisschen Story weitermachen. Irgendwo noch was Kleines. Ja, so. So, können wir einmal kurz speichern, weil ich das ja jetzt erledigt habe. So. Du hast mir das Leben gerettet, ich bin hinüber, bist du nicht im richtigen Moment gekommen, mein Freund. Wir mögen mitten in einem Kampf um die Krone stecken, aber ich wusste nicht, dass eine so begabte Astralpraktikerin unter uns ist. Verzeiht. Ach, du musst dich nicht so tief verbeugen. Ich habe nur den Schwachpunkt dieses Zeuges getroffen. Ich durfte nicht mal runter nach Dena für den Kampf um die Krone, also bin ich nicht sicher, was ich von deinem ganzen Lob halten soll. Hier muss ich weiter, ja. Oh. Hallo, Angel. Oh, ne Moment, ich roll mal rüber. Oh. Oh. Ja, Baby. Kuschel, 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 kuschel. Hier die von Angel gekuschelt. Oh. Ich hab's Baby gekuschelt. Und jetzt schläft es weiter. Dein Baby schläft in deinen Arm. Okay. Aber sie schläft. Tut mir leid was. Vater, was geht hier vor sich? Ich habe Angst. Ich weiß es nicht, mein Sohn. In all meinen Jahren hier auf Lenniges geschah noch nie so etwas. Nicht ein einziges Mal. Es gab immer einen Erlass, bevor irgendwas geschah. Diesmal gab es nicht nur keinen, sondern im Wohnviertel kam es zu Schäden und Verletzten. Könnte das bedeuten, dass gerade etwas Schlimmes vor sich geht? Könnte sein. Fürs Erste können wir nur abwarten, auf das Beste hoffen. Die hat heute Nacht 7 Stunden geschlafen. Wow! What is it? Durchgehen? The contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfried Milgroth, the former lord of Cislodia, if memory serves. So then this Hanfried whatchamacallem, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. You're saying that ever since becoming sovereign, he's never actually shown himself on Lennigus? I guess over holocom maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the sovereign that came before him.
Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegis from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end? Ja, hoffentlich A new Rennis Alma gewöhnt is sie dich das supposedly jetzt an. created to coincide with every crown contest, meaning each victor is awarded their very own. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. True, but going on what we witnessed in Pelagian, it didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renin by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. No use standing around here chatting about it then. Let's get a move on. Das glaube ich dir, dass das schön wäre. Da hat man etwas, worauf man sich einstellen kann. Doe? Faria. Varia? Isn't that the person that Avakir guy was... But why are you here? Wait. Don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dana already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... Kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. You always did prefer to take the coward's way out. Even after 7 years and living on that Danon rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past 7 years that I haven't hated you. If killing me will bring you peace, then so be it. Dohalim, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else. Hä? Er hat ja doch gerade gesagt, du darfst ihn You're killen. just a coward. Mein Mann meinte, mich um 32 wecken zu müssen. Und das ist seine... Aha. Dohalim. I apologize that you had to witness that. Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menancia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menancia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides,
you have just as much reason to kill me as she does. Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Ja. Hallo, bin nur ohne Ton gleich da, weil mich nicht spoilern lassen. Hi, Luni. Du hast ja schon oft genug zugeguckt. Bis du das irgendwann mal spielst, bist du doch sowieso. Hast du alles wieder vergessen. Übrigens hast du den Ton des Spiels Sprechens runtergedreht. Das ist super leise. Ja, letztens, weil letztens war es zu laut. Aber okay, Moment. So, dann habe ich es ja ein bisschen lauter gemacht jetzt. Mal gucken. Ich glaube, jetzt hört man mehr, okay. Viel Spaß. Wenn ich hier gerade rumschmatze, ich kaufe auf einem Lolli rum. Ah. Deswegen kann ich gerade auch nicht vorlesen, weil das Ding klebt meine Zähne zusammen. War keine so gute Idee. Zu weich wirklich für Lolli. Aber härter als Kaugummi. Hm? Hier ist einfach überall nichts. Cutscenes, ja. Wow, this place is beautiful. Yeah, it must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renin sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dana, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnigan. That was a lifetime ago now. Tarnigan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend. As well as Faria's betrothed.
Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to Tarnagin and Avakir. It was a time of great joy. 4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, the next melody. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have, once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides, it was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnagin and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnagin had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnagin was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less. She would have been devastated. So instead you let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief? That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty. Instead, I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Danans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice. Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Alphen. Yeah? I never appreciated until recently just how much you were always there to support me. It goes both ways. You've helped me keep going more times than I can count. Maybe, but I still wanted to say thank you. Bitteschön.
Okay. Wenn die Dinge sich nicht bald beruhigen, sollten wir nicht ein Raumschiff aufsuchen, damit wir von hier wegkommen. Können wir nicht. Um ein Raumschiff für andere Zwecke als den Kampf um die Krone zu betätigen, benötigen wir die Erlaubnis des Herrschers. Hallo, Scratcher! Wieso Test? So, dein Internet weg? Hallo? Hallo, ich lese dich. Wie geht's dir? Ja, und wo ist der Herrscher? Warum ist er nicht hier, um uns in diesen Notzeiten zu führen? Ah, es geht. Ja, es geht. Hallo. Gibt's hier irgendwas? Ich bin hier völlig umsonst hochgelaufen. Auch okay. I see a medic and supply officer over there. If they know you're with me, they'll likely offer their assistance. Täuschen mich meine Augen oder wurde mein Geschäft von Lord Duelim und seinen Dienern gesegnet? Kann ich irgendwie behilflich sein, mein Lord? Ah, jetzt. Chat wollte nicht. Hey Angel, Emotes lassen sich immer noch nicht anzeigen. Ah, jetzt hat er sie geladen. Ja, irgendwie brauchte das letztens bei mir auch ewig und 3 Tage. Ah. Wie geht's dir? Rüstung. Ah. Erwerben und ausrüsten. Erwerben und ausrüsten. Erwerben und ausrüsten. Stopp. Was Schlechteres kaufe ich nicht. Baby wach. Jetzt wird Bauchtraining gemacht. Okay. Viel Spaß dabei. Es ist kalt, aber sonst geht's gut. Und dir? Boah, eigentlich ganz okay. Party schläft, also Katerchen. Oh, bin ein bisschen müde, aber ansonsten, ja. So. Kann ich Waffen bauen? Eigentlich wollte ich ja einmal jede Waffe haben. Aber wir brauchen eine dunkle Mähne. Eine Machetenkarotte. Ah ja. Nicht ausrüsten. Nur bauen. Neueste geht noch nicht, aber die kann ich machen. Okay. Die geht auch. Das Baby, dich ich. Und warum du nicht, Angel? Los, hab. Mit dem Bild geschickt an DC. Moment. Ach. In dem Sinne Bauchtraining, ja? Krabbeln oder robben oder was auch immer sie versucht. Mann, guckt sie skeptisch aus der Wäsche.
Muss ich aber sagen. Guck, echt skeptisch aus der Weise. Hier die Muskeln im Nacken. Ah. So. Diese verkaufen. Nicht, dass ich nicht genug Geld hätte, aber... Ja, wobei, ich bin tatsächlich bei 27.000. Ich hab's geschafft, unter die 100.000 zu kommen. Hab mal geguckt, nach Coburg sind das von mir 4,5 Stunden. Okay. Das heißt, wir werden halt auch wirklich so guten ganzen Tag unterwegs, ne? So, erst muss ich 1,5 Stunden zu dir fahren. Und dann fahren wir noch mal insgesamt 9 Stunden hin und rück darunter. Sind wir den ganzen Tag unterwegs. Die habe ich erst verkauft. Rüstung habe ich gerade gemacht. Wir schlafen einfach bei Reiji. Wenn sie uns unterkriegt in ihrer Bude. Ich weiß nicht, ob da 2 Leute hinpassen. You can never be too prepared. But did we have to spend so much? $3,5. Ach, dein Mann und Kind kommt ja auch noch mit, ne? Ich weiß nicht, ob sie uns unterkriegt. Aber Steffi hat ja irgendwie auch eine Zweitwohnung oder so. Keine Ahnung. I must admit, I'm rather proud of this dish. So. Gab's jetzt nicht umsonst. Nehme ich mal an, deswegen speichere ich nochmal. Und nutze diesen kleinen Cut hier dann mal eben. Indem
ich eine rauchen gehe und euch kurz in die Pause schicke, erinnert mich bitte daran, danach den Spielsound wieder anzumachen. Mir passiert es ja so oft, das zu vergessen. So. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Can't you tell? You will be my haunted friends, or you will go to hell. Hi, my name is Annabelle, and welcome to my tea party. Spooky? Wieder da. So. Wieder zurück ins Spiel. Spielsound. Gut. Juck, juck. Oh. Oh. So. Und Attacke. Weiter geht's. Ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt das Spiel einfach durchspiele
und nur noch so leichte Nebenquests mache und diese ganzen Übergegner einfach erstmal außen vor lasse. Ja, dafür muss ich wahrscheinlich noch eine Menge leveln. Davon bin ich nicht so begeistert. Lenegis soldiers. Any way we can avoid Ich fighting will ja them? endlich das That all DLC depends on spielen. them. Whatever happens, be ready. Well, so much for them not wanting to fight. Ho! I am Lord Dohalim of Elden Menentia. I command you. The rest of the city must be erased. No. Have they been brainwashed too? Brainwashed or not. If they want to fight, they got one. Fire support! Demon Fang! Ignite! I'm ready! Redwell! Astral energy! Full throttle! Aber wir sind jetzt Level 44, welches Level habe ich? Muss ich gleich mal kurz gucken. Astral Arts? That's my shield! Shut him down! It's almost strong. Split it open! Be like it! Redwell! Demons descend! Flashing fang! Mega ray! I'll thank you. Demon Fang! Armor won't save you! Take that! You require a hand. Take this! I'm ready! Hey! Blow them away! Those soldiers seem different from the citizens we've come across so far. Yeah, they weren't big talkers, that's for sure. They just attacked without warning. They weren't in the least bit fazed by Dohalim's presence either. Indeed. They seem to recognize us as enemies, nothing more. And yet, traditionally, Lenegis hasn't been high on threats. A few frenzied Zeugles during experiments here and there, but not much else. Their glazed-over eyes reminded me of the soldiers and slaves we met back in Ganath Haros. The ones in blind devotion to Volron. I've never seen anything like that here on Lenegis before. Maybe someone doesn't want us here, and the soldiers are their way of letting us know. What with the Red Woman, the Sovereign, and Volron, you're starting to develop quite the growing list of adversaries. At least we'll know to keep our wits about us. Ich wollte gucken. Selber Level 44. Okay. Lass mal geradeaus. Da ist irgendwie. Will. Also gegebenenfalls könnte ich hier vielleicht später noch ein bisschen leveln oder so. Leave the ensnaring to me. Yeah, and pummeling to me. Can you take it? Sword Lane Alpha! Here I go! I'm only getting started! Dragon Floor! I can carve through armor. You see what happened there as you crossed me. Shouldn't have done that. This ends now! Consider yourself finished! Seems about right to me. Jetzt habe ich eine dunkle Mähne. Attacke. An opponent like this should be easy. Kind kann auch lächeln. Time to cross blade! Ja, ich sehe es.
myself Double together. demon fang! I'm just getting started. These fists have got your name on them. Take this. Glacial Spear. Wind! Here's the evil. Devastate! Elusive deity. Soaring Sword! Try this! Explosive ray! I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! Lunar corruption! รอดเลยตัว By the power of water! Double demon fang! Ignite! Damn it. Out of ammo. Azure Back in Storm! Jahre. Double demon fang! Demon fang! Annihilation. Mega ray. นี่พี่ก๊กเกิดชู้โอเค I'll heal you all. Sonic thrust! Double demon fang! Here's a healing arc. Dark wind! Hold nothing back! Azure Storm! Demon fang! Here's the evil. Do it. Slow! Look sharp! Lightning tiger blade! Let's keep our eyes on the prize. Und weiter in die nächsten Gegner. Right, here goes! Bring him down! No further! Here I come! Raging Next! I'm the true gunslinger around here. Dragon Sword! Without a trace. Did you hear it? I'm ready! Remote! Astral energy! Say no more! Rising Wyvern! Rising Phoenix! Here I go. You're mocked. Without a trace. Orochi Fury! Raging Moonlit Storm! Alpha! Flame of Blow fury! away! Glacial Spear. Here's the evil. Azure Storm! Double Demon Fang! War ein Scratcher bei dir immer noch weiß? Musstest du heute los? There's always room for improvement. Oder hat dein Traum sich erfüllt? Ja, alles weiß. Out of our way. Konntest also nicht los? Azure Storm! Demon Fang! Between blade and fist. Incineration Ray! Can't get out of this. I'm on it. Talon Hurricane. Eagle Fly. Glacial Spear. I'll bring you down. Captivity. Soll erst am Sonntag in den 0 über 0 Grad werden. In the groove. Eternal Devastation! Ich muss so fahren nicht im Moment. Astral energy! Wahrscheinlich überfordert mit dem Schnee. Passiert hier in Kiel auch jedes Mal. No further! Demon Fang! Dabei haben wir öfter This Schnee. one's got your name on it! Action to action. Aber wenn er dann kommt, dann ist es plötzlich eine Überraschung. Oder so. Those soldiers don't seem to have any qualms about attacking on sight. Is someone making them stand guard over the Forbidden Zone? Right, here goes! Your mark. Orochi Fury! Engulfs you. Here's Tearing you help. apart. First aid. Bloody I think I'll pass on the medication! now I'm in the groove. Double Demon Fang! You are bloody. Hear my order. I'll bring you down. Arts are being interrupted. Demon Fang! Lunar Rondo! Resonate with the earth.
Deep Fist has got your name on Ja. it! Shockwave Flash! Demon Blade! You picked the wrong fight! Bloody Blade! Swallow Blade! Freezing Storm! Flaming Swallow! Rising Falcon! Aktuell braucht man ja in einigen Gebieten sogar Schneeketten. Da reichen nicht mal mehr Winterreifen. Aber wer hat denn bitte mal eben Schneeketten zu Hause? Can't get out of this! Rising up! Charge like that could easily be fatal. Just as well, I'm here to stop. I'm just getting Abyssal Deep, clear for us a path. Swallow Blade! Demon Fang! The Flaming Blade! Here's up! This ends Mach kaputt. now! Consider yourself Richtig, ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Let's refrain from losing. Wo komme ich her? Von da, okay. So, komm her. Du hast Ganzjahresreifen, ja. Wie gesagt, aber aktuell braucht man in manchen Gegenden sogar Schneeketten. Da sind ja auch keine Ganzjahresreifen. I won't show you any mercy! Law, get toasty! Burn Strike! Armor won't save you! Was trinken? Ich hab nicht mein Auto, ja. Sehr witzig. Consider yourself finished! You're on! I'm ready for the next battle. Ah, stopp. Erstmal in die andere Richtung. Wir wollen ja schon alles mitnehmen. Wenn möglich. Retreat if you know what's good for you. This one's mine. Dust to dust. Lunar corruption. No further. Lunar blast. Sonic. These ones can run rings around us. None shall escape my judgment. Damn it! Too fast! Stand back. I'll trip it up. Here's evil. Take this! Freeze laser. Ich habe jetzt die letzten Tage ziemlich viel Grandia gespielt. Dagegen ist die Grafik hier gleich wieder, sagen wir mal, Anführungsstrichen, überfordernd. They smite. Not today! Cyan is Watson. Demon Fang! Take this! Double Demon Fang! Freezing Storm. Get toasty. Eine kleine Zeitreise, was die Grafik angeht. I've been doing really great lately. So, mitnehmen. 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 Und mitnehmen. So. Elementarverteidigung. Okay. Liebe mein Auto. Naja, Angel, irgendwann musst du wohl aber auch ein neues holen. Irgendwann. Da, genau. No
no backing down! If it's in the sky, it's mine! Have you ever considered your purpose in life? These fists have got your name on them! Release! Fire support! Release! I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! Aber solange es noch fährt und über den TÜV kommt, ne? Ohne dass du mehr bezahlen musst. Aber dann will ich ein E-Auto haben und dafür müssen die besser werden. Ja. Nice. No scratches on my shield or my armor. Wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Ob sein Auto noch so lange hält, ist die andere Frage. Hätte ich vorher speichern sollen? Vielleicht. This must be it. The entrance to the Forbidden Zone. But it's just a wall. How do we get through? Whoa, we? I thought this was Sovereigns only. Alphen. Yes! It opened! Interesting. If Alphen's presence still opens the way, it would seem the Sovereign of 3 centuries ago and now are considered one and the same. What? What the? Wir sind wieder in der Vergangenheit. Alphen. You again. Tomorrow's the spirit channeling ceremony. We'll finally play our parts as the Sovereign and Maiden. How have you been feeling? What am I sovereign of? Shuffled from lab to lab, always treated like an experiment. Whenever they look at me, all they see is a Danon. I don't even know what their precious ceremony's for. Let alone what they're going to force me to do as the Sovereign. Tell me, if we're both in the same boat, why do you seem so calm right now? No choice. Becoming the Maiden's not something I wanted for myself. But they said Rena's prosperity depended on it. How could I say no after that? Still, as a Renan, at least you got to decide. Good for you. Meanwhile, I was taken from my homeland. You aren't the captive one here. It isn't right what they did to you, and I'm sorry for what it's worth. When this is over, I swear I'll help you get home. I can't do this alone. One more day. How could I say no to that? It's not like I have any choice in the matter anyway. So, what's your name? It's Naori. Naori Imaris. Try to remember this time. You don't act like them. Like the other Renans, I mean. How come you treat me like a person? Because you are. It's true we come from different worlds. But neither one of us asked to be here right now. In that sense, you and I are much the same. We couldn't do this. We wouldn't be able to talk to each other as people.
if we didn't see the humanity in each other? So I suppose the question you should be asking is, why wouldn't I treat you like one? You're not like the others. Maybe they're not like me. Here's what we'll do. We give them their damn ceremony. You get me to Dana. That'll be the end of it. I'm taking you at your word on this. I'm trusting you, not them. Naori. What the hell just happened? That vision. Did everyone else see it too? That person Alphen was speaking to. She looked exactly like Shion. It was Naori. Naori Imaris. Isn't that right? Yeah, that's right. She really does look like Shion. I'm beginning to see why Alphen was so confused. That's all very well and fine, but what did we just witness exactly? It was too real to be a mere hallucination. It was a conversation we had 300 years ago. The night before the ceremony. You mean all of that really happened? We just saw an episode straight out of your past? But how is that even possible? Unless... Could this be the Red Woman's handiwork too? No, I don't think so. Why not? You guys didn't feel it? The moment the entrance opened, it was like a stream of Danon astral energy rushing over us. I felt it too. And not for the first time either. It was the same sensation as back inside the wedge. That would make sense. After all, vast amounts of Dana's astral energy were being siphoned and sent up here to Lenegis. For all we know, perhaps we're close to the spot where all that energy was stored. So you think it might have been the energy itself that was responsible for that vision we just saw? But how? And why? We have no way of knowing. Maybe it's not even as deliberate as all that. Shion, you okay? Yeah. It was all just a little sudden. That's all. So that was my ancestor, huh? It was like looking into a mirror. Yeah, there certainly is a resemblance. What about you? How are you holding up? Me? Even putting aside the question of where that vision came from, it's likely we'll see more of those. Reliving painful episodes from your past. Do you think you can handle it? I can't just pretend like the past never happened. Besides, if it helps us uncover the truth of what that ceremony really was, it might also lead to answers about your thorns. Alphen. That's not all. This whole time, we've been fighting to free Dana from the Renans. But now that we're here, it seems those same Renans might have it just as bad. I'd like to liberate them too, if I can. Which is just another reason I can't afford to shield my eyes from the truth. Whether you're on Dana or somewhere else, you always stay the same. Your indignation and righteous passion, your desire to free and protect, they're all hardwired into you. Not that I'm complaining. Come on, let's bust this thing wide open. Nobody's here. Stay sharp. After that last illusion, there's no telling what could happen in here. Nix. Okay, wir gehen rein. Wobei, nein, stopp. Erst speichern wir. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Und ich weiß es auch nicht mehr. Also weiter. Aber jetzt werden halt viele Sachen gelüftet. So, jetzt kann ich nochmal speichern. So.
Ach, ja. Madame. Die ein bisschen ferngesteuert ist. Faria, how did you get in here? Wait, something about her isn't right. What's wrong with her? She doesn't even seem to know where she is. Yeah, you're right. She looks just like the soldiers we encountered outside. La 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 la. Viel Spaß. A summoning? But that's preposterous. She never had that kind of power when... We can talk later. Here it comes! What? I've never known Faria to control Googles like that before. How about with a stone that looks suspiciously like a master core? Where did she get her hands on that? First we handle the Zubu. Then we get some answers. Demon Blast! Aim for the weak spot! Ow. Elusive Demon! I'll stop its charge! Thanks, Kisara! Danke fürs Heilen. Freezing storm! You require a hand. Plasma shock! Here's evil! Rip its hair! Freeze Lancer! No further! You're mine! All good things come to an end. Can you take it? This one's mine! Now, while it's reeling! Take it down! Mach es platt. Carve you! Free! Here's a healing arm! Aua, 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 aua. I owe you one. Danke. This ends now! Consider yourself finished! Glacial spear! Double Demon Fang! You picked the wrong fight! I'm just getting started. It's time. Dragon Form! Was ist das eigentlich? Was ist das Parkplatz? Alle Kopf. Annihilation! No further. Leave the charges to me! Bestow thy mystic mercy. Orochi Fury! Demon Fang! Destruction! Oh, 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 oh. Ja, danke. Rising Water! Man sollte immer genug Heiler im Team haben. Ganz wichtig. Explosive Ring! I never miss! Elusive deity. I'm on it. Azure Storm! This one's all mine. Power of flame! I I said said almost. Don't get carried away. Flame of fury! Here's a healing arc! First aid! danke. Soaring blast. No further. An instant! It's time to take us out. Well, I won't go quiet! Blade! Burn! Fairy circle. Allow me to help. Here's Ano na mahukay, danke. Dragon Form! Nothing knuckle! Explosive Ring! Rending you a bloody Das hat jetzt nicht mehr viel gebracht. Rising Warfare! Hey, are you okay? I can still do this. Stop it! It won't escape. Look sharp. Lightning Tiger Blade. Now it's just her. Faria, can you hear me? Faria. She's preparing another summoning! The art she's casting is way too powerful to control. At this rate, her body won't be able to take much more. Darling! Forgive me.
Man, I thought we were goners. Everything okay? Yes. She's only unconscious. Not her. I meant you. Shion, please. Can you treat her? I can try, but I can't promise she'll be back to her real self when she wakes up. All I can do is heal her physically. We're not even supposed to be in here. Maybe it'd be better if we moved her to somewhere a little safer. Don't you think? In that case... I'll take her off your hands. You? Avakir, what are you doing here? I was curious what you were up to, so I took the liberty of following you to find out. I overheard what you said about Tarnigan, about how he really died. I'm sorry, I had no idea. And you believed me? What makes you so sure I wasn't lying? I like to think I know you a little better than that, Dohalim. Give me some credit. I'll take Faria. Leave her with me. I know better than to ask what you're up to. But whatever it is, I hope it all works out. Thank you. He seems like a good friend. He hasn't changed. He never was one to stand out. Instead, he was always hanging back, worrying about everyone else. As for Faria, it's always the closest to me who get hurt. You don't seriously blame yourself for what happened to her, do you? Somebody got to her, to strike back at me. Someone who knew me well enough to know that I'd hesitate to fight back. And the same goes for you as well. Neither you nor Faria would have lost loved ones, if it wasn't for me. You're wrong. Ist doch jetzt mal gut Calzalid langsam. was the one who killed my brother, under orders from Almadria. As for Tarnigan, if it weren't for the crown contest, he'd still be alive. That and the whole damn hierarchy that makes it possible. But that's why we're fighting. To put an end to this whole messed up system that treats people as expendable. Indeed. Ridding society of this blight is really the only way I know how to atone for my sins. You can't atone, Dohalim. I know it hurts to hear, but those people are dead. No amount of soul-searching or trying to make amends is going to change that. Forgiveness, acceptance, those ships have sailed. So I just forget the harm I caused? No, the opposite, in fact. You remember. You never forget. You keep it in your heart always. And then you go on living. Not for those already passed, but for those still alive. For those still alive. Kisara's right. So long as we've still got breath in our bodies, we can make a difference in the lives of others. Lives being the operative word. That's what living's all about. Being able to still make a difference. Punishing yourself for the past won't make the pain of your conscience go away. Only fixing the problem in its stead. Is that what you're saying? That's right. You have to live for tomorrow, Dohalim, not for yesterday. And not only that, you need to live for yourself, and for the change that you still can be. I shall try. Don't forget, we've still got a mystery to solve. The Forbidden Zone, remember? Shion. Huh? Thank you. You have my deepest gratitude for what you did for Faria. Glad to be of service. I'm glad we could stop Faria without hurting her. You all did much for her as well. I'm most grateful. Oh, shucks. We're on the same team, right? Let's move on. Do you think Faria was really being controlled by someone? Certainly seemed that way. The question is, who? The Red Woman? The same person who's behind all of this, I'll bet. Whoever that is. Brainwashed or otherwise, the feelings of resentment she holds towards me are real. Someone used her because they knew we'd hold back. If that's not playing dirty, I don't know what is. It does tell us one thing at least. Someone here in Lenegis is watching us.
Someone who means us harm. There's no question. That attack was meant for us alone. By someone capable of getting inside a person and manipulating them like a weapon. We need to find whoever it is, fast. Oh. Und da kamen wir. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö. Also weiter geht's. What is it, Rinwell? Do you hear something again? Yeah. It's that voice. The will of Dana's astral energy. Und weiter geht's. Mit den Reisen in die Vergangenheit. What? There's so much astral energy. But where's it all coming from? It's almost like it's alive. Schon die Ranken. That was the spirit channeling ceremony just now. No, it was more than that. What the hell was that? It felt like everything was on the brink of... like the whole world was seconds from... Oblivion. It's the same vision as the one my thorns show me. A vision of impenetrable darkness that swallows up us and everything else. An empty void. A nothing so complete and dominating that there aren't even words to describe it. The end of time. The visions of the apocalypse you've been seeing. If I'd known how bad they were, So, everything we just saw, those were Naori's memories, right? That's right. It was as if her innermost thoughts were speaking directly to us. At least I know they weren't mine. That power flowing into her, it reminds me of Shion's thorns. If they're what's responsible for all these visions she's been having, then maybe... Maybe my thorns are made from that same astral energy? If that is the case, we just found the missing link between your thorns and what happened here 3 centuries ago. No, more than a link. Perhaps even the very heart of the matter. I've never felt astral energy so powerful. What was that?
If it's the same energy your thorns are made of, it must be dark astral energy, right? And isn't that something only Renans have? Correct. Dark astral energy is possessed by Renans alone. And when enough astral energy gathers together, it develops its own form of sentience. If so, maybe that complete oblivion is exactly what the Renan astral energy's will is wishing for. But why? I don't know. Will can be a pretty vague thing to nail down. It's more of a feeling, just like the will of Dana. But the will of Dana is made up of astral energy too, right? And if that's what's been showing us these visions... I don't know, should we really be getting so involved with this thing? Dana's will would never want oblivion. But you can't say that for sure. Cut it out, you two. Squabbling over theories will get us nowhere. Let's keep moving. If it's Dana's will showing us these memories, then I'm as clueless about its motives as any one of us. But if it could lead us to the truth, then I want to find out more. Shion's right. All we can do is keep going. These really are Naori's memories we're watching. There could be truths in them I was never aware of. And I think they may be the kinds of truths I need to confront if we're going to keep fighting. I'm sorry about what I said earlier. Come on, let's go. Finally, we begin to understand what the thorns are. Yes, and their source. A ceremony that occurred 3 centuries ago. But we still don't know how to get rid of them. I just hope we can find a way. That vision we saw, it was as if it was meant specifically for us. What do you make of it? Do you still think the will of Dana might be involved somehow? Maybe it's trying to tell us something. But what? Well, it could be supernatural. You know, like seeing dead people, messages from beyond the grave, ghost-type stuff. That's your grand theory? That we're being haunted? Come on, Law. Wait. He might be closer to the mark than you think. What if a person's thoughts and deeds were to somehow become indelibly etched into the ether of a place? And what if those with a connection could then somehow pick up on them? You think that's what it was? Some kind of message someone left here for us? I am merely entertaining the possibility. Whether it was Dana's will, or somehow connected to the Sovereign and Maiden's powers, I do not know. Okay, back up a sec. You're saying that if a place is full of enough astral energy, it can somehow show us events that happened centuries ago? More to the point, how does that much astral energy gather in one place anyway? Seems unlikely it happened naturally. Whatever it was, it survived here intact for 300 years. Whoever left it for us, the strength of their intent is beyond doubt. The strength of their intent. Weiter geht's. Okay. Nicht so schnell wie ich dachte. Rutschen aktuell von einer Cutscene in die nächste. Soon, we might very well learn the truth behind Shion's thorns. As well as my own past. I have to be ready to face anything. Whatever happens. Würde ich sagen, vorwärts. I'm determined to save Shion and Dana. Nothing I learn can change that. Hier irgendwas? Nö. Alles leer. Ich soll nach links. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal. What is it?
I want to look through that room over there. I'm curious what we'll find. That's the room you visited in your past, right? Sure. We can check it out. Oh, danke. Da hätte er sind. This looks like some kind of research facility. A laboratory secreted away in the Forbidden Zone. Why am I past being surprised at this point? Looks pretty deserted. Let's check it out. It might give us a new lead. Ein Operationstisch. Viele Testversionen sind nach ihren Optionen zweifellos nie wieder aufgewacht. Oh, warte. R1. For the people of Lenegis, the Forbidden Zone is the stuff of dreams. Yet here I am, standing within its hallowed halls. It's off limits even for lords, then? Talk about an exclusive club. Being exclusive is one thing, but how many important facilities let in only the Sovereign? Doesn't that seem a little strange? Strange doesn't cover it. If it was only one room, maybe. But a place on this scale? How do they keep it from falling into ruin? Whoever the Sovereign is, they can't manage the upkeep of this whole place themselves. Did no one ever talk about it when you were growing up? No, not that I can remember. Then again, Sovereigns and Forbidden Zones weren't exactly breakfast table conversations. The Forbidden Zone is a hallowed place, at one with the Sovereign's authority, grounds of the one true ruler who presides over all Renans. That is what we believed this place to be. No, what we were made to believe it was. But now, it is finally time to discover this area's true purpose, and why it was kept hidden behind the scenes for so long. Ah ja. Wenn man feststellt, dass die eigene Dings auch Blödsinn ist. Eigene Geschichte. Oh. Hier noch irgendwas? Zeigt Lenegis Strukturen. Man sieht dort Rohre für den Transport von Astralenergie. Ja, toll. Ja, gut, dann... I think I can make this work. Sieht so bescheuert aus mit der Augenklappe, wenn es dann so anfängt zu blitzen. Well, can you make head or tail of it? These are experiment records, by the looks of it. Reams of them, dating back hundreds of years. Let's see. A composite being capable of controlling Danon astral energy, so as to convert its molecular and elemental makeup. The creation of a governing central figure, taking the form of a Danon. Codename Sovereign. Sovereign? Wait, there's more. Research into utilizing force field crystals for the purpose of stable astral energy containment. That must be the master course. Hallo Levi. Oh, komm hier, Baby. With all this raw data, there's bound to be records here somewhere about the Maiden and the Lords, too. About the Lords? Why would they be on there? Think about it. The Lord's crests are clearly of a piece with those of both the Sovereign and the Maiden. Not to mention the fact that the contenders to the crown are selected from otherwise regular Renan citizens. Mach kein Blödsinn. In other words, komm her. It may be that all Renans are unwittingly being made subject to some kind of grand scheme. What about the Sovereign? Does it say anything else? Where do I start? All I've read so far is the headlines. There's so much here. To sift through all of it would require specialized... Wait. What is it?
Did you find something? It's a list of names, with the title, Test Subjects, Sovereign. It's your call. Read it. There must be dozens of test subjects listed here. Hundreds even. All of them failures. Wait, I think I've found one that was successful. Test subject number 1273. Ethnicity, NA. Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Alphen. They re-engineered me. Right here in this lab. Alphen. It's fine, really. What about the others? Was I the only one? Test subject number 10105. Ethnicity, NA. Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Volron. Volron? But that means... He's only sovereign because someone made him that way too. He's the last one. In 3 centuries worth of records, you and Volron are the only 2 subjects on whom the experiment was a success. Oh, baby. Oh, baby. But what about the winners of the crown contests? Does this mean that none of them were ever crowned sovereign after Mama, all? bring mein Fell nicht durcheinander. Upon victory, the sovereign shall return to Rena and rule over Rena and Lenegis combined. When a new sovereign is decided, the outgoing monarch shall relinquish their post and live out the rest of their days on Rena. So we were told. But according to these records, there have only ever been 2 sovereigns, neither of whom had anything to do with the crown contest. It's all lies, including the part about the sovereign residing in Rena. The crown contest was never about deciding a new ruler. It must always have been devised for some other purpose. But even supposing that's true, someone must have been in charge for the past 3 centuries, right? If it wasn't the Sovereign, then who was it? Crown contests have been held this whole time, in spite of the fact that there was already a sovereign. Me. Meaning that for the past 300 years, someone out there has to have been maintaining that lie. The same person I'm willing to bet is behind all this. The Red Woman? It's possible. But that doesn't necessarily mean she's the mastermind behind this scheme. She could be working for someone else. Someone back on the Renan homeworld. Nein. Either way, it's fair to say she's definitely involved somehow. What about the data records? Is there no other information that could help us? Not that I can see. Just file upon file of experiment results. There's nothing here about who's behind all this, or what their endgame is, unfortunately. Nicht zum Essen. I've barely managed to scratch the surface, mind you. You won't be able to read through it all, but you're welcome to take a look through what you can, while we're here. I'll do that. So this is where Alphen became the Sovereign, and Volron as well. The significance of this location would suggest... Hey, it looks like the terminals in here turned on too. We should look through them. They might contain valuable information. So, meine Lieben, ich gehe noch mal ganz kurz in eine Pause. Weil ich muss mal und dann rauche ich auch gleich eine und guck, was der Krümel will. Ja, bis gleich.
Wieder da. Baby, Only two kein Blödsinn. sovereigns in over 300 years. So why has the experiment only succeeded twice in all this time? And if that's the case, why keep on doing it? Was there really no other way? Or could there be some other reason? Dohalim. Forgive me. Alphen. I'm fine. I'm just a little shaken, that's all. I knew what I was already, so it's not like it's a surprise or anything. But it's strange. I've got all this rage inside of me, but I don't even know who it's for. I'm scared that I'll put a face to it, just to have someone to blame. If that were to happen, then No. Then we'd help you fight it, before you ever got that far. Wouldn't we, everyone? Yeah, we wouldn't just sit by and watch you spiral out of control. That's right. No good can come from being consumed by hatred. If you ever start to lose your Nachteil way, daran, you can wenn count der on kleine us to Wache guide wird, you muss ich back. dauernd gucken, To remind you where wo home ist und was is. tut. And I would be happy to lend an attentive ear, should you ever have need. Thank you, everyone. I think I'll be okay now. Wähle ein Thema, zu dem du mehr erfahren willst. Meisterkerne. Meisterkerne sind Machtinstrumente und enthalten Astralenergie, die zu einem der 6 Elemente gehört. 5 dieser Meisterkerne für Erde, Wasser, Feuer, Wind und Licht sind beim Kampf um die Krone jederzeit an renäische Lords entliehen. Nur der dunkle Meisterkern verbleibt unter strengster Geheimhaltung in der verbotenen Zone, bis das Renas Alma bereit zur Reformation ist. Unter dem runden äußeren Ring des Meisterkerns befindet sich ein Kraftfeldkristall zur Verwahrung der Astralenergie und Stabilität. Die Astralenergie wird im Innern des Kraftfelds in einem inaktiven Zustand verwahrt. Während ihrer Herrschaft treten alle Lords im Kampf um die Krone an, um ihre jeweilige Art von Astralenergie einzusammeln. In Notlagen darf jeder Lord wie erforderlich Astralenergie von seinem jeweiligen Vorrat entziehen. Die zulässige Menge hängt jedoch von seiner individuellen Stärke ab. Zusatz 1. Es wurden Designfehler bei der Art und Weise entdeckt, wie sich das Renas Alma materialisiert. Hinweis: Aktive Meisterkerne können mit anderen Meisterkernen in der Nähe Resonanzen bilden und dadurch instabil werden. Zusatz 2. Nach der erfolgreichen Regeneration des Renas Almas werden die Meisterkerne nicht mehr genutzt und der Kampf um die Krone wird beendet. Geistkerne. Geistkerne sind Endstillen für die Ansammlung von Astralenergie. Wenn sie in einem biologischen Zielobjekt eingelassen sind, errichten die Verbindungen durch seinen ganzen Körper. Durch diese Verbindung wird Astralenergie aus körperlicher Aktivität gesammelt und schließlich vom Wirtskörper selbst ausgestoßen. Weil sich die ausgestoßene Energie rasch verflüchtigt, muss der Wirt in Reichweite eines Geistgefäßes sein, das die Energie sammelt. Das bedeutet, dass Denea zur Ernte der Astralenergie im Rahmen des Kampfes um die Krone einzusetzen sind. Aufgrund der schwierigen Herstellung ist es ratsam, dass die Geistkerne nach dem Tod des Wirts aus seinem Körper zurückgewonnen werden. Geistkerne können auch in Zeugel eingelassen werden, um sie durch Astralartes zu steuern. Zusatz: Erhöhte körperliche Belastung eines Wirtskörpers erzeugt tendenziell mehr ausgestoßene Astralenergie. Die endgültige Bestätigung der idealen Belastung von Wirtskörpern zur idealen Astralenergieausbeute, ohne zum Tod zu führen, steht noch aus. Terminal verlassen. Baby! Lords. Bei jedem Kampf um die Krone werden 5 der fähigsten renäischen Bürger als Lords auserwählt und treten an, der nächste Herrscher zu werden. Während ihrer Herrschaft wird ihnen Stufe 3 Autorität sowie 1 von 5 Elementarreichen mitsamt des entsprechenden Meisterkerns verliehen.
Sie erhalten außerdem ein Wappen, das ihr jeweiliges Element ausweist. Die Auswahl körperlich... Was du jetzt war los? Och, Lady. Die Auswahl berücksichtigt nur die Astralkünste sowie körperliche und geistige Eigenschaften. Andere Faktoren wie Alter haben keinen Einfluss. Da nur die stärksten Renea-Lords werden, verleiht der Titel einem Lord keine zusätzliche Kraft. Es ist jedoch zu beachten, dass Lords nicht die einzigen sind, die einen Meisterkern seiner Macht entlocken können. Alle Renea müssen am Auswahlvorgang teilnehmen und die Annahme des Titels ist Pflicht. Geeignete Kandidaten dürfen darauf nicht verzichten. Falls ein amtierender Lord nicht mehr in seiner Rolle dienen kann, muss schnell ein Ersatz gefunden werden. Bericht zum individuellen Testobjekt Angleichungsindex, was? Dies ist ein Bericht zum zweiten erfolgreichen Experiment an einem Herrscher-Testobjekt. Testobjekt Nummer 10.105, Name Wohlran, Generation, keine Angabe, individueller Angleichungsindex, Ethnie, keine Angabe. Das Zielobjekt weist ein hohes latentes Potenzial auf, zeigt jedoch Merkmale mentaler Instabilität, sowie eine starke Abneigung, Befehle zu befolgen. Die Risiken, die es darstellt, übertreffen sogar die des letzten erfolgreichen Zielobjekts, das selbst scheiterte. Seine Beseitigung wird erwogen. Zusatz, dies ist der erste erfolgreiche Fall in 300 Jahren. Die zuvor genannten Risiken wurden dank Kontrollprotokollen inzwischen minimiert. Zielobjekt wird unter der Annahme beobachtet, dass Plan 2 umgesetzt wird und in Dana unter der Tarnung eines Lords eingesetzt. Bist du jetzt unter... Oh. Okay. Terminal verlassen. Der Herrscher fungiert als Leniges zentrale Steuerungseinheit für die Geisterbeschwörung. Jeder hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Ein deneisches Zielobjekt dient als Basis seiner Erschaffung. Ideale Kandidaten haben eine gleiche Affinität zu jedem Astralelement. Diese Eigenschaften sind unter den Bedingungen der echten Welt statistisch jedoch selten vorzufinden. Infolgedessen sterben die meisten Zielobjekte während der Angleichungsphase und selbst bei den Überlebenden ist keine Stabilität garantiert. Diese Instabilität kann in Verbindung mit der Macht zur Astralmanipulation des Herrschers ein großes Sicherheitsrisiko für Leniges darstellen. Wenn der Herrscher in der Geisterbeschwörungszeremonie eingesetzt wird, ist ein Unterstützungsmechanismus zur Stabilisierung erforderlich. Zusatz 1. Es wurden keine effektiven alternativen Methoden zur Zeremonie gefunden. Tests an dänischen Zielen dürfen fortgesetzt werden. Zusatz 2. Einheit 2 Angleichungen waren erfolgreich. Weitere Angleichungen werden während der Beobachtung ausgesetzt. Die Jungfer fungiert als Unterstützungsmechanismus für die Geisterbeschwörung. Jede Jungfer hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Ein reneisches Zielobjekt stellt den Herrscher das ergänzende dunkle Astral zusammen mit dem Renas Alma zur Verfügung. Während der Zeremonie kümmert es sich teilweise um die Astralenergie-Umwandlung sowie um die Stabilität der eigenen Macht des Herrschers. Es wurde ferner beobachtet, dass das Maß an Intimität zwischen ihm und dem Herrscher positive Auswirkungen auf die Stabilität der Zielobjekte hat. Aus diesem Grund sind Testaktivierungen des Herrschers in Abwesenheit der Jungfer ausdrücklich verboten. Außerdem sind weder der Herrscher noch die Jungfer über die Einzelheiten der Geisterbeschwörung in Kenntnis zu setzen. Zusatz 1. Die mentale Instabilität der Jungfer gilt als Ursache für die Umtriebe des letzten Herrschers. Gegenmaßnahmen sind zu erwägen. Zusatz 2. Gemäß den Plananpassungen wird die Jungferregistrierung des jetzigen Zielobjekts widerrufen und sie kehrt in ihre Familie zurück. Ja, Levi, dann... Geh doch da rein! Oh.
brauche echt bald eine Babytragetasche, ey. Terminal verlassen. Ist heute ganz viel Text, ganz viel davon. Aber damit versteht man es alles ein bisschen besser. Ein groß angelegter Astralenergie-Umwandler, der hauptsächlich die Elementarzusammensetzung von Danas Astralenergie umwandelt und an Rena sendet. Die Aktivierung und Steuerung der Astralenergie-Umwandlung geschieht durch den Herrscher, die Jungfer und das Renas Alma im zentralen Kern. Lenegis besteht aus geheimen und essentiellen Personalwohnvierteln um einen großen Leiter herum, geschützt durch eine Verteidigungszone. Dieser äußere Ring wird bei Aktivierung entfaltet und legt den zentralen Leiter frei, während er gleichzeitig zur Stabilisierung dient. Aufgrund seines Aufbaus ist bei der Entfaltung des äußeren Rings eine Beschädigung der Wohnviertel zu erwarten. Da es jedoch nur während der letzten Stufe der Geisterbeschwörungszeremonie dazu kommt, ist kein Notfallplan für diese Schäden erforderlich. Bis zu dieser Phase dient Lenegis als zentrale Einsatzbasis für die Verwaltung und Durchführung des Kampfes um die Krone auf Dana. Warnung! Personal mit Stufe 3 Autorität oder niedriger ist der Zutritt zur verbotenen Zone strikt untersagt. Eindringlinge werden exekutiert. Abtrennbare Erntemaschine. Ein riesiges Geistgefäß, das für die Geisterbeschwörungszeremonien Dana platziert wurde. Es dient als Spitze von Lenegis Energieleiter. Wenn er in dänischen Gewässern landet, fährt er 2 Reihen an Leitungsarmen aus. Die vertikalen Arme sind mit dem Zentrum Danas verbunden. Die horizontalen Arme umhüllen gleichzeitig die gesamte Oberfläche Danas. Nach der Aktivierung verbindet er sich mit den biologischen Geistgefäßen in jedem Reich und erntet so die gesamte Astralenergie des Planeten. Die gesamte Energie wird dann über Lenegis an Rena übertragen. Da der Bau und die Anpassung im Regulierungsbereich der verbotenen Zone stattfindet, wird Lenegis äußerer Ring vor dem Start entfaltet. Aufgrund seiner halbautonomen Funktionsweise ist nur bei Bedarf der Einsatz von Wartungspersonal erforderlich. Abgesehen davon ist kein Personaleinsatz nötig, um die Funktion zu gewährleisten. Zusatz 1. Der abtrennbare Ernter 1 explodierte durch das Wüten des Herrschers auf Dana und wurde zerstört. Zusatz 2. Der Landepunkt des abtrennbaren Ernters 2 entspricht dem Landepunkt des Vorgängermodells. Das liegt an der Explosion des Vorgängermodells, die die geplante Topografie veränderte, was die Verbindung mit dem Zentrum Danas erleichtert. So. Die Betäubungsmaske. Ein Apparat, der das Gesicht des Trägers bedeckt und seine mentale Aktivität einschränkt. Er wurde zur Ruhigstellung von Gefangenen entwickelt. Sie kommt auch im medizinischen Bereich zum Einsatz, insbesondere um zu verhindern, dass Patienten ein psychisches Trauma erleiden. Dieser Einsatz ist aber nicht ratsam, da durch eine langfristige Verwendung das Risiko schädlicher Nebenwirkungen ansteigt, wie zum Beispiel Gedächtnisverlust. Zusatz: Durch den Verlust der Produktionsstätten bei der Zerstörung von Lenegis werden keine weiteren Geräte mehr hergestellt. Gehirnwäschebericht. Nachdem Meldungen über eine stabile neue Herrschaftsform in Danas Wasserreich aufkamen, wurde ein Untersuchungsbericht beauftragt. Das System ist insofern einzigartig, als es nur den Lord zur höchsten Autorität erhebt, während Renea wie Denea versklavt werden. Testobjekt Nummer 10.105 dient als derzeitiger Lord des Reichs und hat diesen Titel ohne Einsatz besonderer Macht, Drogen oder Geräte erlangt. Vielmehr gelang es ihm durch reine Führung angesichts der wirksamen Bevölkerungskontrolle der Methode wird die Situation weiter beobachtet. Zusatz 1. Der Schlüssel seiner Herrschaft scheint im Auslöschen kognitiver Fähigkeiten durch gewaltsame psychische Unterdrückung zu liegen. Sobald ein Zielobjekt seine Autonomie verliert, wird es für Angst desensibilisiert und ignoriert in Folge selbst seine persönliche Sicherheit.
Während ein solcher Zustand für Befehlshaber ungeeignet ist, ist er ein effizientes Mittel zur Kultivierung austauschbarer Infanterie und Sklaven. Zusatz 2. Soldaten in Lenegis, die dieser Behandlung unterzogen wurden, werden testweise zur Sicherung geschützter Bereiche eingesetzt. So. Okay. Da ist nichts mehr. Das haben wir gelesen. Ja, wir sind hier durch. War ja jetzt auch viel Text. Viel Text, viel Theorie, viel Wissen. Unser Zimmer. Von vor 300 Jahren. Oh, die Truhe. Völlig übersehen. Naja, ist auch irrelevant. Viele Zahlen, Protokolle aus, bla bla bla. Oh, Baby, so müde. Da hat er schon die Maske auf dem Kopf. Naori, I... Don't talk. I have to do this. I gave you my word that I'd help you return to Dana. The next time you open your eyes, you'll be home. 300 Jahre später. My place is here with my people. I still have a duty to fulfill. I'm sorry for what you've endured. Rena never should have dragged you into this. It's not your burden to bear. But... The mask contains a sedative. It should keep your mind from tearing itself apart any further. Let yourself go to sleep. This should help with the pain. Time to go, Elfin. Farewell. Naori. His injuries are worse than I thought. Short-term treatment isn't going to cut it. I'll have to switch the healing pod to long-term hibernation mode. The chance of surviving hibernation's less than 10%? And worse, long-term use of the mask carries a high risk of damaging his mind and nervous system. But... If I don't head back, Lenegis will be nothing but ashes, and this starship along with it. I don't know if I can fulfill my promise to you, Alphen. But if doing this will grant you even the slightest chance, I have to try. I hope it's enough. Please, live for me, Alphen. That vision. It must have been from when Naori helped Alphen escape Lenegis. She sure went above and beyond the call of duty. Even with Lenegis crumbling down around her,
She chose to stay put with her people. So that's why you lost your memories and sense of pain, and why you were asleep for that whole time. It was all the result of one agonizing decision Naori made to save your life. Yeah. If it weren't for her, I wouldn't even be alive today. I owe her everything. More than I could ever hope to repay. Now that you know how she felt, how do you plan on honoring her wishes? She kept her promise. If the Renan people she fought so desperately to protect are at risk from a malevolent force, then I owe it to her to carry on her fight. Naori was the one who put that mask on me, and made me Iron Mask. She did it to prevent your soul from tearing itself apart. She knew you might lose your memories and sense of pain as a result. But more than anything, she wanted you to survive. And you did. Oh bitte. So schlimm. Aber so kann ich nicht spielen. Wenn ich dich mit einer Hand festhalten muss. Oh bitte. Was denn? Also erstmal speichern. Ich würde tatsächlich sagen, das war's dann auch für heute, weil Baby lässt mich hier gerade nicht mehr. Würde ich für heute Feierabend machen. Aber wir haben jetzt auch viel erfahren und viel zu verarbeiten. Ja, Baby, ich mach doch schon Feierabend. Mann. So. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und macht es euch noch schön. Nee, ich wähle niemanden. Ich mache jetzt einfach nur so Feierabend. Ich hatte ja eigentlich gehofft, ich komme ein Stückchen weiter, aber Baby sagt nein. Ja, danke, dass ihr da wart. Und wir machen hier an der Stelle dann demnächst weiter. Vielleicht habe ich bis dahin noch ein bisschen gelevelt. Dafür muss ich aber erst gucken, ob ich zurück kann. Und dann sehen wir das mal. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Baut keinen Mist und so. Und bis zum nächsten Mal. Atoms fall apart.